Karma-avalambaka kechit jnana-avalambaka vayam tu haridasanam padatran-nitilam-avalambaka Karma-avalambaka kechit jnana-avalambaka vayam tu haridasanam padatran-avalambaka. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, the situation in which I am put it into. Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, dass die Situation, in der wo ich bin, in der muss ich glücklich sein, dass das die Arrangierung von Krishna ist. Durch meine früheren Aktivitäten von Karma bin ich jetzt in der Situation. Das sagt Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. So durch unsere früheren Aktivitäten bin ich in der oder der Situation. Also in der Situation, wo ich bin, in der muss ich happy sein, glücklich sein. Dass das die Arrangierung von Krishna ist. Also ich soll nicht Unzufriedenheit ausstrahlen. Also den Vers, mit dem er angefangen hat, ist ein ganz wichtiger Vers. In der ganzen Welt wirst du Leute vorfinden, die was beschäftigt sein im Jnana-Marg. Manche mit Karma-Marg. Karma-avalambaka kechit karma-avalambaka. Vayam tu haridasanam padatran-avalambaka. Also wir sind die Diener und die Diener und die Diener von die Vaishnava. Das ist unsere Identifikation. Wenn die Stimmung unser Herz berührt, die Trinata bietet Demütigkeit, nachher wird es keine Unzufriedenheit geben. What to speak about you and me? Even Nityananda-Tattva, sogar Anantadev, he also expressing this mood. Der hat dieselbe Stimmung. Ich bin der Diener vom Diener von meinem Meister. Very important. Nityananda-Charitra, Nityananda-Charitra oder Nityananda-Lila, das muss man ganz tief hören immer. Weil Chaitanya Mahaprabhu das sagt, also die was ein bisschen einen Zweifel haben über Nityananda, Anantadev, also die werden nicht erfolgreich rauskommen. Also die was denken, sie lieben mich, die was denken, aber die nicht miteinander genauso lieben oder einen Glauben in miteinander haben, nachher werden sie nicht erfolgreich sein, Chaitanya Mahaprabhu zufriedenzustellen. Das ist nicht möglich. So heute ist Viśvarūpa-mahotsava, also Sannyasis-Tag. Warum hat er angefangen mit Nityananda-Prabhu Anantadev? Also Nityananda-Prabhu und Visvarupa, das sind nicht verschieden voneinander. So wie kann man das sagen? Weil beim Siddhanta, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, Srila Vrindavan Das Thakur und verschiedene Schriften, da findet man vor. Also was bedeutet Visvarupa? Was ist die Bedeutung von Visvarupa? Also all das, was du siehst und anschaust,
Alles ist Ausdruck von Nityananda-Anantadev. Also alles direkt oder indirekt ist eine Manifestation von Nityananda. Direkte Form oder indirekte Form von Anantadev. So, wenn du so ein Darshan hast, dann bist du Siddha Mahatma. Also wenn du überall hinschaust und du hast das Ansichtsweise, nachher bist du vollkommen gefestigt in deinem Guru Darshan und du bist perfektioniert. So, und wenn immer wir schauen, then that time we are not having Guru Darshan, having Laghu Darshan. Und zu der Zeit haben wir nicht Guru Darshan. Guru Darshan bedeutet, dass alles, was du siehst, dort findest du eine gewisse Schwere. Du kannst sehen, dass es in Verbindung ist mit Guru. So, Puspanjali gibt man die Lotusfüße von Anantadev, Suman, unser reinen Geist. Kushum. Suman Sarva, Kusum Sarva. Suman means good mind, pure mind. So this is the actual, puja. So das ist, wenn du deinen Geist vollkommen hingibst, das ist eine wirkliche Verehrung. So heute ist Vishvarupa Sannyas-Tag. Also es ist für uns wichtig. Also in Chaitanya Bhagavat findet man die Details oder Chaitanya Charitamrita. Is very basic thing. Whenever Bhagavan Sri Krishna going to take incarnation, also wenn sich Sri Krishna inkarniert, dann kommt zuerst Anantadev und er macht den Hintergrund für das Lila von der höchsten Person dann. Er kommt vorher. So, er wiederholt sich wieder. Wenn immer eben Bharat Kileshwara, die höchste Person, Geburt nimmt in der Welt, nachher kommt zuerst Anantadev, um den Hintergrund zu machen. Ohne dem ist Chaitanya Mahaprabhu kann er nicht kommen. Krishna Lila also bevor es Bhagavan Sri Krishna kommt, dann ist Anantadev in den Bauch von Devaki gekommen. Und dann war es die Arrangierung von Yogamaya, dass der Bauch übertragen wird, der Rohini, in die Rohini. Also das ist der Hintergrund, was da zuerst aufgebaut worden ist für Krishnas Lila. Und nachher ist Bhagavan Sri Krishna erschienen. Und da ist das gleiche Jagannath Mishras Haus, Jagannath Mishra und Sachimata. So Vishvarupa hat da Geburt genommen davor, ist der ältere Bruder. Und nach einer langen Zeit ist dann Nimai erschienen. And also is very important in Krishna Lila, Bhagavan Sri Krishna always used to show respect to Balaram Nityananda. Balaram. Krishna is very careless. Don't care anybody.
So, Balaram passt immer auf den Krishna, weil da hatte Krishna Angst, ein bisschen von Balaram. Und vom Visvarupa ist genau das Gleiche. Here also, it is written. I am not making history. It is written in Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavad, that Nimai don't care anybody. So Nimai, der macht sich nichts draus von irgendwem Mutter oder Vater, aber beim Visvarupa, da ist er ganz ernst. Also da passt es sich auf. So das Lila von Visvarupa ist ja ganz interessant, schwer zu verstehen. So warum feiern wir nicht die Avirbhav-Titi von Visvarupa? Also mit Nityananda machen wir das Gleiche. Aber eben, weil wir es mit Nityananda machen, ist es das Gleiche. So, Nimai Gaura, der hat ganz starkes Verlangen gehabt zum Studieren von den Büchern und Schriften und ganz großes Erinnerungsvermögen. Und Nityananda war zu der Zeit in Vrindavan und ist durch Indien gebildet. Alles, was du im Bhagavatam findest, die Orte hat Balaram alle besucht. That Balaram Nityananda came first in Naimishyatra. There actually Shukadev Goswami. So Balaram ist als erstes in Naimishyatra gekommen und Shukadev Goswami ist gesessen dort. Und er hat gesagt, er ist der zweite Romaharshan Shuta. Also, obwohl ich Kim Nityananda Guru Tattva Balaram, ist er nicht aufgestanden. Er sagt, Balaram sagt, er ist der zweite Romaharshan Shuta, er steht nicht auf, obwohl ich gekommen bin. Und jetzt muss ich ihm Punishment geben. Und nachher hat er einen Stroh genommen und hat ihn getötet. Das ist nichts für ihn. Und alle Rishis, die haben dann gefragt, oh Balaram, was machst du? Er sitzt im Vyasasan. Also der wirkliche Vyasa, der Originale ist Nityananda Balaram. So ist ein Apparat, was du bekommst. Jetzt können wir kein Haridaka hören. Also fragt Balaram, was soll ich dann machen? Ich kann ihn wieder zurückholen. Den Sohn von Romaharshan Sutta. Was elected. He was sitting. He make him seated here in Vyasasan and blessed. And all Rishi Munis they are speaking, Vadaji Maharaj, he was in Vyasasan, you have committed big aparat. Also die Rishis, die sagen, du hast ein großes Vergehen begangen. Du musst jetzt überall die Pilgerorte besuchen, Bad nehmen und das. Und dann kannst du dich befreien von so einer großen Sünde. Und Balaram hat gesagt, okay, das mache ich, ist kein Problem. Weil das Verlangen, der Wunsch war von Anantadev. So Balaram, der wollte zufriedenstellen den Ram Harsha Sutta. Balaji Maharaj Guru Tattva. I want to leave my body and the cause I want to keep. Also Romaharshan Sutta, der wollte so sterben. Das hat er sich gewünscht. Ne? Im Vyasasan, vor ihm der Nityananda. Und er tötet mich. Das ist das gleiche wie Haridas Thakur. Der hat auch gesagt, ich mache den Körper verlieren vor dir.
fish on my chest, and I can speak, see Krishna Chaitanya, I like to live. So, ich möchte deine Lotusfüße auf meine Brust legen und die heiligen Namen chanten und dir ins Gesicht schauen. So möchte ich sterben. So, das Guru-Tattva Baldauchi, das kann nie einen Fehler haben. Shankaracharya, der wollte auch das Mayavad-Siddhanta verbreiten, aber es ist nicht gegangen. Aber in der Bhagavad Gita, da ist überall Bhakti-Tattva. Und Chaitanya Mahaprabhu hat dann eine Diskussion mit Prakashananda Saraswati. Dass Shankaracharya etablieren wollte, dass Vyasa ist falsch. Also er sagt, Vaiskranta Pali Utaila. Also wenn Vyasadev falsch ist, dann warum verehrst du dann den Vyasa? Das ist die erste Frage. Du machst Vyasa Puja sogar mehr enthusiastisch als wie mir. Die Mayavadis machen das viel, viel größer. Aber wir lachen, weil es irgendwie ganz hinterhältig ist, weil sie Guru-Tattva an das nicht glauben, aber machen und wollen Guru verehren in dem Fest. Das ist nicht möglich. So Keshav Goswami Maharaj spricht. So der ganzen Vyasa Puja ist wie Prostituierte. Es ist nur falsch. Es ist nur nach außen hin, zeigen sie sich so aufwendig, aber im Herzen vergessen sie schlussendlich Guru, weil sie nicht an Guru glauben. Also warum sollst du denn dann verehren? In der Gita spricht da der Krishna. Also wenn du irgendein Zweifel hast, ein Guru, Dham, Vaishnava oder irgendwas, dann musst du wieder in die Welt kommen. Musst wiederkommen. Warum? Samshayatma. Also was ist die... Also was soll ich machen in dem Fall und was nicht? So, du musst dich an die Schriften wenden und dann an Vaishnava. Reine Guru und Vaishnava. Siddhanta, die erinnern sich nicht an das Siddhanta. Es kommt automatisch in den Herzen. Und dann von so einer realisierten Seele realisiert man alles dann selber. Das ist automatisch. Also wenn du nicht so einen Sadguru erreichen kannst, nachher kannst du es nicht verstehen. Das ist nicht möglich. So Balaram ist gleichzusetzen mit Nityananda-Tattva. So den ganzen Weg, was Balaram gegangen ist, denselben Weg, ist Visvarupa ist jetzt denselben Weg gegangen. Nityananda-Tattva ist den gleichen Weg gegangen. Also wir können uns erinnern, Hadar Pandit in Ekachakra. About Ekchakra, all the incidents are already there in Mahabharata. In Mahabharata also also in Mahabharata findet man viele Beweise über das Ekachakra. Und dort hat er Geburt genommen. So er ist das Herz gewesen von Hadar Pandit. Von jedem, aber hat dann eben gehen müssen.
Er hat immer gespielt, Ram Lila, Krishna Lila von Kindheit an. Aber eines Tages ist so eine große Tragödie passiert. In dem Haus von Harai Pandit, aus Sannyasis kamen. And took seva there in Harai Pandit and Padavati Ma, doing seva. After staying for some days, he was about to leave. So er ist dann für ein paar Tage gewesen dort und ist dann gegangen. Und die Regel ist, wenn der Sannyasis oder Rennen sieht, dann musst du irgendwas geben. So Harai Pandit, in front of Harai Pandit, that so vorm Harai Pandit ist er gefragt worden. Also ich kann dir alles geben, was du willst. Und nachher sagt Harai Pandit, der hat so gesprochen. Und der Brahmana Sannyasi sagt dann, okay, ich will dann deinen Sohn haben. Nityananda-Prabhu. Was? Nein, die sind in Ohnmacht gefallen. So eine Frage hat er sich eben nicht erwartet. So Sannyasi, der Frau sagt ihm, ich möchte immer auf verschiedene Pilgerorte gehen und da brauche ich sehr Hilfe. So, das ist eben, die Abmachung ist schon gewesen, alles was sie fragt, das muss man geben, deswegen ist er dann gebunden gewesen. Und nachher für eine lange Zeit haben sie ihm kaum Prasadam gegeben, kaum Wasser. Und Nityananda-Prabhu so ist er dann überall hingereist, in die ganzen Pilgerorte. So Nityananda-Prabhu, der ist Avadut. Der ist nicht gebunden, ist irgendwelche normalen Regeln zu folgen. Er ist komplett hinter die Regeln. So Nityananda-Prabhu, das ist Avadut-Tattva. Im Śrīmad Bhagavatam. Jnana Nishta Virakta, den Vers. Also der ist hinter alle Regeln und Regulierungen. Also die, was auf so einer höheren Stufe sind, die sind nicht gebunden, irgendwelche Regeln zu folgen. So, wir haben überhaupt kein Recht, die irgendwie zu kritisieren. So, Nityananda-Prabhu actually took sannyas, kamandul and danda. So Nityananda-Prabhu hat Sannyas genommen mit Kamandela und Danda, aber Nityananda-Prabhu hat den Danda vom Chaitanya Mahaprabhu gebrochen. So das muss man verstehen. Das Mayapur-Dham, wo das Vyasa-Puja also das war schon immer da, das Vyasa-Puja, aber das hat er frisch wieder verbreitet, das Vyasa-Puja im Śrī Viśvarūpa-mahotsava. So im Śrī Viśvarūpa-mahotsava, das Vyasa-Puja war organisiert. Und es ist gewesen, dass Shripad Nityananda, der soll heute Vyasadev verehren. Nityananda, der macht sich nichts aus. Er hat nicht verstanden.
weil er eben immer so leicht berauscht ist und er lacht immer. So Gauranga hat ihn hingebracht zu der Ganga, nachher ist er in die Ganga gekupft und hat das Krokodil umarmt. So ist Nityananda. So wenn sie dann zurückkommen sind in Śrī Viśvarūpa-Mahotsava, dann musst du als Priester jetzt handeln. Und es ist deine Aufgabe, dass du jetzt Vyasadev verehrst. Bitte arrangier alles. Srivas Pandit hat alles organisiert. Also das Vyasadev Puja ist ganz ein großes System. Vyasa Panchak. Krishna Panchak. Very nice. Now Nityananda-Tattva is not ready towards it. Srivas get ready, everything done. Giving mala into the hand of Avadhut. Hey Avadhut, your Sri best there. I already know everything. Er hat dann die Girlande gekriegt und hat gesagt, er hat dann die Girlande genommen und hat gelacht. Ist ein bisschen berauscht gewesen. Und Gauranga Mahaprabhu ist hingelaufen. Ey, verehr jetzt Vyasadev, verehr jetzt Vyasadev. Aber er lacht und gibt die Mala, die Girlande auf die über den Mahaprabhu. Und am Vortag ist auch Nityananda-Prabhu, der hat sein Danda und Kamandulu gebrochen. Gauranga Mahaprabhu. So, was ist für ihn das Wichtige von einem Kamandela und Dando? Er hat schon seit vor 2 Tagen hat er darüber gesprochen, über das geheime Siddhanta. Was das Sannyas bedeutet. Was bedeutet Sannyas? Sannyas bedeutet Sat plus Nyas. Sat eternal. Sat plus Nyas. Nyas bedeutet to throw. To throw. Also dass du die anhaftest an die Lotusfüße auf dem höchsten Herrn. Und der andere Bedeutung gibt es noch, dass du eben dein ganzes Leben, dein ganzes Herz geben kannst, das ist Sannyas. Sat plus Nyas. I'm going to depose it, I'm going to sacrifice my heart, my mind, body and heart for the service of Supreme Lord. It is called actual sannyas. See Chaitanya Mahaprabhu expressing this thing after taking sannyas. I told you, you cannot remember. I'm sorry, you forget. Paratma nishtha makto bes gohon. Paratma nishtha makto bes gohon. Mukundo sevai hai samsat taron. In Bengali. Paratma nishtha, if I develop tremendous attraction and love for that Supreme Lord, then and then, only then, you have your right to take sannyas. So nur wenn du ganz große Liebe hast, Mayadevi can kick you and throw you into Maya. Be careful. Mayadevi cannot leave you if you are kapat sannyas. Everybody can get sannyas. So, nur wenn du ganz große Liebe hast, dann sollst du Sannyas annehmen für den höchsten Herrn. So Sannyas bedeutet eine Stimmung. Sannyas means resolution, vow. If you break mentally, physically, so wenn du das brichst, mental, physisch, und der höchste Herr ist in deinem Herzen und das schaut alles,
dass du dann ein Kappa-Sannyas Chaitanya bist. Mahaprabhu cannot forgive. Chaitanya Mahaprabhu, der kann dir nicht vergeben, wenn du so Chaitanya handelst. Mahaprabhu can forgive all Chaitanya general Mahaprabhu people. kann ihnen die alle normalen Leute vergeben, aber die, was Sannyas angenommen haben, Resolution. For them, Chaitanya Mahaprabhu cannot forgive. die kann er nicht vergeben. No. Chaitanya Mahaprabhu speaking, those who are ready to do Krishna bhajan, then why are they going to serve Also Maya? die was bereit sind, was wirklich sich gesagt haben, ich mache Krishna Bhajan, warum beschäftigen die sich dann wieder mit Maya? So das ist, was Chaitanya Mahaprabhu dem passt, dem passt es nicht an. So muss ganz stark aufpassen auf den Punkt. Sahajyas, die wollen den Punkt ganz leicht weg beiseite gehen. So, Totally absurd. Vishnupriya, Vishnupriya is never expressing enjoying mood, Gauranga Mahaprabhu, never. so Vishnu, Vishnupriya is a Vipralamba Vigraha. They are all rubbish they are speaking. Never. Those who are Sahajya, they like to arrange a Rasa Lila. also die Sahajyas, die möchten ein Rasa Lila arrangieren von Chaitanya Mahaprabhu und Vishnupriya. Das ist alles absurd. Gauranga Avatar is totally separate reason. Purpose is totally separate purpose. Don't try to confuse. Also das darf man ja nicht vermischen und nicht Then you are verwirren. going to commit both unto the lotus feet of Gauranga and to the lotus feet of Krishna. Und sonst ist es ein großes Vergehen. An die Lotusfüße an Krishna und Gauranga. So sannyas means resolution, vow. So Sannyas You have bedeutet taken vow, Resolution. resolution. Then why you are now coming into cooperation with Mayadevi? Non-cooperation. Bhagavan Sri Krishna, that's why giving warning to all those who are going to take sannyas. Also I told you that day, Bhaktivinoda Thakur, 150 years back speaking, if you see vor the Kooperation number mit of Maya. sannyasis renounced order increasing, it must be the plotting of Maya. So das ist eben Bhaktivinoda Thakur, 150 years back. 150 If you Jahre, find number increasing, dass then die Anzahl not steigt, dass mehr Sannyasis kommen. It's not Nachher possible. ist das ein Zeichen von Maya, von der illusionierenden Sannyasi Energie. increasing, then Bhaktivinoda Thakur, you must be sure about this point. There's one kind of plotting by Maya. Be careful. If there is smell of Also wenn da nur ein Geruch von Vergnügen in deinem, nicht nur der Geruch von Vergnügen, dann mach ja nicht, dass du den Lebenstand von einem Sannyas annimmst, weil du sofort wieder runterfallen kannst und Chaitanya wird dir nicht vergeben. Also man kann sich an das erinnern, an den Chota Haridas Thakur. Jagadananda Pandit. Writing in Vivarta, very nice book. What writing? Jodi Pranay Rakite Chao Gauranga Sanghe, Chota Haridasa Gaura Dharmanamani. Bengali. If you want to maintain a loveful relation with Gauranga, so wenn du eine Beziehung mit Gauranga haben willst, nachher musst du die erinnern an das Punishment, was Chaitanya Gauranga gegeben hat zum Chota Haridas. So das darfst du ja nicht vergessen. Wenn du das vergisst, nachher kriegst du nicht die Barmherzigkeit vom Chaitanya Mahaprabhu. Ist nicht möglich. Be careful about this point. Now actually, Bhagavan Sri Krishna is speaking same thing. Why today Visvarupa took sannyas? And also I like to discuss some point I can discuss Nityananda's Avirbhaktiti. I can discuss, not now actually. I like to touch. That Nityananda, So Nityananda why Prabhu. breaking Danda and Kamandul? So warum bricht er jetzt den Danda und Why den Nityananda Kamanda? breaking the Danda and Kamandul of Gauranga Mahaprabhu? You know the secrecy? Warum? Everybody criticizes.
is Nityananda, come on. What is the utility of sannyas? What is the utility of this Paramahansa base? So, To get that ecstatic feeling. Nityananda Prabhu, das ist Avadut. Nityananda is the extreme point of love. So Nityananda ist der Extrempunkt von Liebe. Nityananda dient Krishna, Balaram, Krishna, Nityananda, Chaitanya Mahaprabhu in alle verschiedenen Arten. Aus reiner Liebe aus. I would say infinity way. In unendlicher Wege. Anantadev ist unendlich, dient da Sri Krishna, der Nityananda. Those who are acting as police, those who are serving as police, those who are acting as thief, all arrangement of Maya Seva in material world. They are Maya Seva, all minister, police, everything Maya Seva. Yes, it has to be there. Then how Maya can maintain his lila? Yes. So all infinity different way. So auf so viele Arten und Weisen dient Nityananda Balaram ist im höchsten Herrn. Nityananda ist voller Liebe. Gauranga Mahaprabhu hat schon gesagt, was ist das Ziel, das endgültige Ziel von Sannyas? Dass du mehr und mehr Liebe zu Krishna entwickelst. Und Gauranga Mahaprabhu sagt, ich habe alles dir jetzt gegeben und du kannst es überall frei verteilen, wo du willst. Das ist Prem, die Liebe, die ist gehalten mit Nityananda Prabhu. Also das Guthaben, die Liebe, das ist mit dir. Du kannst es jetzt verteilen, wo du willst. Im Bhagavatam spricht der Sri Krishna zu Uddhava, Jnana Nishta Virukta. Abhidi Gochana, also das sind hinter alle Regeln. Also versucht die Personen ja nicht unter der Kontrolle zu kriegen. Das sind weit, weit dahinter. Paramahamsa nennt sich die Stufe Avadut. Vishnupriya Devi is sannyas. Vishnu Devi is sannyas. Have you heard? Yes, I can prove mathematically. Vishnupriya Devi is sannyas. So Vishnupriya Devi ist auch Sannyas. Sagt man, ist die Vishnupriya Sannyas? Wie? Das bedeutet volle Anhaftung an die Lotusfüße von Sri Krishna. Das ist Sannyas, das ist die geheime Bedeutung. Shivas Pandit Sannyas. Gadadhar Pandit, der ist Sannyas. Shivananda Sen Sannyas. Der ist ein Grihastha. Sein Extern ist ein Grihastha. Aber die Regeln und Regulierungen von wirklichen Sannyas sind die Sannyas. Also das ist die wirkliche Bedeutung von Sannyas, die innere Bedeutung. So viele große Acharyas kritisieren zum Beispiel very good. Nobody can do anything. You can publish. Also Bharti Maharaj, der hat das auch gut geheißen, was er gesagt hat, eben weil da manche so Protestnoten hat er da geschrieben. 3, 4 times repeatedly, I give answer, they give answer. I give answer, they give. I give answer, they give. Repeatedly, they're speaking all rubbish against me. Aber wir sprechen immer mehr und mehr Blödsinn zu ihm, aber er gibt immer wieder Protestnote und wieder Protestnote. Und nachher hat er bei der Barmherzigkeit von Miteinander haben sie dann nichts mehr geschrieben. Die wollten prüfen, dass Nitya Devi, Janava und Vasudha Devi sind nicht die
ist nicht die Frau von Nityananda-Prabhu. Also das ist ein großer Fehler, aber das hat der große Acharya gesagt, das Siddhanta. In Namahatta, Namahatta, da ist so viel Mull. Das ist warum Srila Bhaktivinoda Thakur, der identifiziert sich als der Rauskehrer vor dem Müll, der Mullaufräumer. Der Platz muss sauber bleiben. So, das ist die Aufgabe von Acharyas, dass er Siddhanta schützt. Now actually, Nityananda-Prabhu breaks Danda and Kamandu. So Nityananda-Prabhu bricht sein Danda und sein Kamandela. Und bei dem Wunsch von Chaitanya Mahaprabhu ist er verheiratet worden wie Vasudev und Janava. Aber sein Sannyas-Lebenstand ist nicht gestört worden, weil er Avadut ist. Es ist kein neuer Siddhanta, das ist topmost Wahrheit. Nur die, was eben nicht über die geheimen Dinge Bescheid wissen, die haben Zweifel. So Nityananda Prabhu then Anantadev came and joined. And whereas Visvarupa already was there with Nimai, but Nimai from childhood. Also Visvarupa, der war in der Kindheit schon mit Nimai, aber Nityananda ist später gekommen. Visvarupa ist immer zu der Sabha Advaita Acharya gegangen. Er will nichts anderes hören. Visvarupa don't like anything. He like nothing. Always he like to go to Advaita Goswami, sit in the Sabha assembly, Sabha, and always having some discourse with Advaita Goswami, Bhagavad, Gita, Upanishad, all discussion going on. Er will nur in die Gemeinschaft vom Advaita Acharya sein. Und Visvarupa, mit dem diskutiert Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam und alles. So super intelligent. Whatever Siddhanta Advaita speaking, und Visvarupa ist so intelligent, dass er das ganze Siddhanta sofort versteht. Catching power is not same for man to man vary. Those who are observing, strong resolution, they love, they can go gradually. Others not. Visvarupa was there with Advaita Goswami all the time. So Visvarupa war immer mit dem Advaita Acharya. Sachimata, der hat sich gestört gefühlt, eben weil ihr älterer Sohn schon Sannyasis angenommen hat. Er ist immer dorthin gelaufen zu Advaita Acharya und hört die ganzen. So manchmal ist Sachimata gebunden gewesen. Sometimes Sachimata was bound to send Nimai, very small. Nimai, my father, you go and so oft hat sie ihn hingeschickt, zum älteren Bruder holen, zum Advaita Acharya. Nimai without clothes. Und Nimai ohne Kleidung, mit ganzen verspielten Körper, voll mit Schmutz vom Rollen am Boden und Spielen. Und dann hat er Visvarupa gerufen. Und Advaita Acharya ist sofort auch so angezogen worden von Visvarupa. Und er hat dann die Hand genommen vom älteren Bruder und hat gesagt, jetzt ist das Prasadam fertig, komm mit mir. Und Visvarupa ist dann gekommen, um Prasadam zu suchen. Aber wenn Nimai taking the small, dog, puppy. Sachima shouting, hey!
So, da hat sie auch mal so einen kleinen Hundebaby mit ins Haus genommen, der Nima. Und die Mutter sagt jetzt, was nimmst du den Hund mit? Jetzt habe ich, das ganze Haus muss jetzt reinigen wieder. Dann hat sie einen Jungen gerufen und geht jetzt alle raus. Der hat alle raustrieben, die Hunde, und sie hat dann das gereinigt. Und niemand ist wieder kennen, wo ist jetzt mein Hund? Und nachher haben sie angefangen wieder zu... Aber wenn Visvarupa gekommen ist, er hat mit der Mutter hat immer gestritten, aber vom Visvarupa hat er nichts gesagt. Er war immer ganz... Also er hocht nur auf den Visvarupa, auf den älteren Bruder. Also Nityananda, der was manifestiert ist in zwei Formen, speziell. Visvarupa ist auch Anantadev, Nityananda. So Visvarupa da Tag für Tag immer mehr Entsagung entwickelt. Und Sachimat und Jagannath Mishra ist ganz Father growing age, you should take responsibility, not taking it only going there and, only Shastra Charcha, Harikatha discuss. It's very dangerous. And gradually, Sachimata could realize, also dann hat sie eben verstanden, die Sachimata, dass der Bur jetzt Sannyas nimmt. Und dann hat die Sachimata sich gedacht, jetzt machen wir gleich, arrangieren wir gleich die Hochzeit. Und die erste Hochzeit war organisiert. Visvarupa ist gegangen in der Zwischenzeit. One night Visvarupa gone from home and he took sannyas and started traveling in different pilgrimage, you see? Und Nityananda ist dann auch überall gereist in verschiedenen Pilgerorten. Ein vitaler Punkt ist der, dass Gauranga Mahaprabhu Sannyas. Einmal hat er ihm gesagt, dass jetzt hat er einen Traum gehabt und da ist wer gekommen, da niemals sagt es, Visvarupa ist gekommen. Er hat mich bei der Hand genommen und hat gesagt, Kim, du musst Sannyas nehmen. Und dann hat er gesagt, ich weiß es nicht, was Sannyasis ist, ich möchte meiner Mutter und Vater dienen. Den Traum hat er gesagt zu seiner Mutter. Dann hat sie ist ja ängstlich geworden und hat sich gedacht, oh, vielleicht lasst jetzt der mit der Nimai, vielleicht verlässt mich der auch und geht jetzt Sannyas nehmen. After that, Sachima became very anxious. Maybe this one also can take sannyas. I don't know. Day by day he is expressing strange lila. After that, when Gauranga Mahaprabhu, Nimai started going to Advaita Sabha again and again, then Sachimata became sanguine. See, this one also going to take sannyas. Oh my God. His name is Advaita Gosai. I mean Dvaita Gosai should be. If Advaita Gosai, then why you are playing trick with my first son? Also das ist nicht Advaita Gosai, das ist Dvaita Gosai. Der was denjenigen trennt. So, das ist in dem Geist von Sachimata gekommen. Und Chaitanya Mahaprabhu hat sich dann gedacht, das kann er ja nicht verzeihen, so ein Vergehen, obwohl sie es gar nicht ausgesprochen hat. Sein Name sollte wie Daita sein und nicht Dvaita. Weil jetzt ist der erste Sohn gegangen und jetzt nimmt man meinen.
jetzt nehmen wir meinen zweiten Sohn an und deswegen soll er heißen Dvaita. Und das ist in ihrem Herzen kam der Gedanke und das ist dann Apparat gewesen. Und Chaitanya Mahaprabhu war mit dem nicht glücklich. Und so ist jetzt mal Gauranga Mahaprabhu aufgewachsen. In Sachimata. Die erste Hochzeit war schon vorbei, Lakshmi Priya Devi. Und nachher jetzt Vishnu Priya. And Vishnu Priya Devi actually is a very, very catalyst, you know, in the Leela, in chemistry, if reaction taking place, if something, if you add, then the reaction expedite, accelerate. So Vishnu Priya Devi is the main catalyst. So Vishnu Priya ist ganz ein wichtiger Prozess, dass eben die Stimmung von Mahaprabhu Vipalamba, dass man die erfahren kann. So, wenn Mahaprabhu sie dann verlässt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass er seine späteren Stimmungen kosten kann. Und wo er dann zurückgekommen ist von Gaya. Nachher hat er eine ganz außergewöhnliche Stimmung gehabt, wie ein Verrückter. Manchmal weinen, manchmal ist er am Boden gerollt. Wie ein Verrückter. Und die Sachi-Mutter denkt sich, jetzt ist mein Sohn verrückt worden. Special oil, apply and give water on head. But Gauranga Mahaprabhu, they cannot change the mood of Gauranga Mahaprabhu. One day Gauranga Mahaprabhu asked him to Sivas Pandit, Sivas, they think I gone mad. What do you think about this point? Also Chaitanya Mahaprabhu hat einmal gefragt in Śrī Viśvarūpa, die denken alle, dass ich verrückt bin. Was denkst du über den Punkt nach? Was ist deine Ansicht? Und sagst du, was ich weiß, dass das erst alles startet bei dir und für was du wirklich gekommen bist. So, das ist der erste If you are going to speak wrong, then I am going to jump into Ganga and finish my body. By chance you are speaking right. Right you are. Sie sind die ersten Anzeichen von Raganuga Bhakti. After that, actually when Chaitanya Mahaprabhu actually took renounced order, then after that you know everything. First starting for Vrindavan, running for Vrindavan. So, nachher wo es Sannyasis angenommen hat, dann ist er das erste Mal nach Vrindavan gegangen. Und Nityananda beim Trick hatten wir dazu gebracht. So, er wäre schon nur nach Vrindavan gelaufen. Und dort Krishna zu finden. Aber Nityananda-Prabhu, er sagt ihm die falsche Richtung. Wenn er fragt sich dann immer, was für Richtung liegt Vrindavan, dann steht Nityananda-Prabhu dahinter und er sagt, oh nein, die Richtung. Das ist die entgegengesetzte Richtung, als wie sie sagen. Und dann kommt Gauranga Mahaprabhu zur Ganga und dann sieht er in Advaita da. Oh, woher weißt du jetzt, dass ich in Vrindavan bin? Advaita Gosai, der lacht. Luckily you have come here at the bank of Ganga. Ganga is not Jamuna. Is actually Jamuna. Actually, this side is Jamuna flowing, and that side is Ganga. The Sifat not speaking line anymore. Nitya is the arrangement of Nityananda-Tattva. Then actually that time, Gauranga Mahaprabhu went to Santipur,
Zu der Zeit ist dann Mahaprabhu nach Shantipur gegangen. Die Sachimata sagt, du kannst am besten in Nilachal Dham bleiben, in Jagannath Puri. Und bin ich immer ein bisschen verbunden mit dir, weil immer viele Pilger auf und ab reisen, dann kriege ich Informationen über die. Und dann sagt Chaitanya Mahaprabhu, okay, das kann ich machen für die. Ich werde den Wunsch verfolgen. Und nachher geht Chaitanya Mahaprabhu nach Purushottam Dham, Nilachal. Und nachher bleibt er da Zeit und nach einer gewissen Zeit fragt er, ob er zum Vishvarupa, dass er den jetzt suchen will und wo der ist, nach Südindien. Das ist ein gewisses Lila. Chaitanya Mahaprabhu weiß ja alles. Da gibt es auch einen Platz in Maharashtra, wo Vishvarupa seinen Körper verlassen hat. Das bedeutet, er ist eingegangen mit Nityananda. Where there is the body, then come and submerge with Nityananda. Follow, you see. So Chaitanya Mahaprabhu unnecessarily speaking this way. So Chaitanya Mahaprabhu Go and search where is Visvarupa. Visvarupa took sannyas, where gone. Still today we have no information about Visvarupa. How Aurangzeb Mahaprabhu can search? Visvarupa means? So Vishvarupa ist Nityananda. Vishvarupa ist überall im ganzen Universum. Vishva ist die Form, die Rup. Form. Aber speziell heute ist für Gaudiya ein wichtiger Tag. Today is a special day for Gaudiya because this day, actually Visvarupa, though it is the rules that those devotees, those who are going to observe Chaturmasa, they must keep their, beard and hair on 4 months. But it's special because Nityananda Guru. Nityananda ist Guru. Normalerweise nach den 4 Monaten Chaturmasya, da rasieren sich die Brahmacharis und Sannyasis nicht. Für 4 Monate. So das heißt, ein mittlerer Punkt im Chaturmasya, nach 2 Monaten ist es dann erlaubt. So deswegen hat man da das Recht, dass man das dort rasieren kann. Manchmal Srila Prabhupada hat es 4 Monate. 4 Monate sich nicht rasiert, Srila Prabhupada zum Beispiel. So Preaching, also Predigen ist nicht die Aufgabe vom höchsten Herrn. Vishvarupa. Then the preaching mood of Nityananda going double way. Nityananda started preaching. Also wo die Vishvarupa dann in Nityananda eingegangen ist, dann ist das Predigen noch höher geworden. Das ist aber nicht die Aufgabe vom höchsten Herrn. Und wir sehen aber zum Beispiel, dass Chaitanya Mahaprabhu überall hingeht, weil er eben als Devotee gekommen ist und als Radharani. Obwohl er die höchste Herr ist, Radharani ist als höchste Guru-Tattva. So von Gurudev ist die höchste Aufgabe zu predigen. Gauranga Mahaprabhu geht eben überall hin, mal zu predigen. Aber die größte Aufgabe hat Nityananda Prabhu gekriegt. One very secret discussion took place with Nityananda inside Gambhira Mandir, nobody knows. Only it is written, what discussion took place, nobody knows. So in Gambhira ist auch eine Diskussion gewesen. What kind of discussion took place between Nityananda So eine Diskussion von Nityananda und Gauranga. Nobody knows. Keiner weiß.
only Gauranga Mahaprabhu giving order to Nityananda, you will have to carry out my order, you will have to preach very heavily. Und Chaitanya Mahaprabhu sagt, dass du in das, was ich dir ansage oder anordne, das musst du ausführen und musst überall hingehen zu predigen. Chaitanya Mahaprabhu sagt, dass er niemanden findet in der ganzen Welt, in den 14 Welten wie die. Gauranga Mahaprabhu hat so gesprochen. So, da ist niemand, der was denn oder genau ausführen kann. Er gibt die Responsibilität bei dem. Avadut came back here in Bangla, here, Bengal, and Sannyas, I already told you, Nityananda already picked Danda and come. And Gauranga himself approved it. It is written in Chaitanya Bhagavat. Zum Chaitanya Bhagavat ist geschrieben, dass Nityananda und Kamandula hat erbrochen im Srivasangan. Und jeder hat das dann die Information weitergegangen zu Mahaprabhu. Und Gauranga Mahaprabhu hat den Danda aufgesammelt und Kamandela und hat ihn in die Ganga geworfen. Weil es wertlos ist für Nityananda. Nityananda ist Mahavadut. Es sei Sannyasis ganz spontan. So was sind die Worte? And same way that Nityananda also breaking the danda of Gauranga Mahaprabhu there, in the way of Nilachal, in the midway, breaking down. And throwing into Chandravaga. Und genau das Gleiche hat Chandravaga Nadi, one river, in the way of Nilachal. Der hat den Danda von Mahaprabhu hat den Fluss geworfen, Chandrabhaga Fluss. I give responsibility to you to protect my danda. Now you are speaking this way. Where my danda? Give my danda. Der sagt ganz ehrlich, gib mir mein Danda. Aber du warst in einem ekstatischen Gefühl und bist auf den Boden gefallen und der Danda ist gebrochen. I'm ready to take punishment from you. You actually, on the only property I have, the danda, that also gone. So das Einzigste, was ich gehabt habe, den Danda, der ist jetzt auch weg. So, ich werde niemals mit dir zusammen sein. Ich gehe jetzt allein weiter. Du kannst gehen oder ich gehe allein. Also ich gehe als erstes oder ich kann nicht mit dir zusammen gehen. Also du hast keine Verantwortung genommen, du hast meinen Danda gebrochen. Because Nityananda knowing I can have the scope, chance to serve Gauranga Mahaprabhu, where Mahaprabhu can fall down with love, where I can break everything and nobody knows, then we can have the chance. Then Gauranga Mahaprabhu running, big leg, Hare Krishna, running towards Nilachal. God. Nityananda all. Also dann ist er ganz schnell weggelaufen, der Chaitanya Mahaprabhu mit großen Schritten und hat Krishna, Krishna gerufen und Nityananda-Prabhu ist ihm nachgelaufen. Nachher haben sie Informationen gekriegt, dass ein großer Sannyasi, der ist im Jagannath-Tempel niedergefallen und Sarvabhauma hat den Körper zu sich nach Hause getragen. Und Nityananda-Prabhu hat die Information gekriegt über das. Und er sagt, das ist Chaitanya Mahaprabhu, kann kein anders sein. Und dann gehen sie zu dem Haus und sagen, oh, unser Prabhu ist da. Der wichtige Punkt, was Vrindavan das Thakur aufsagt, ist, im Ram Lila
Lakshman Lal, das war der jüngere Bruder, so er musste es machen, was der ältere Bruder sagt. Though feeling pain inside, my Prabhu traveling barefooted, no chappal, no karam, nothing. Only one karam was there, and Bharat already took from there. Finally. Ultimately, after crossing that river, that Guhak Chandal crossing, that time that chappal, I mean the wooden chappal, karam was there, and Bharat ready. Bharat when took information, he running to catch Prabhu. Don't go, Prabhu, don't go, come back. Ultimately, Prabhu not coming back. With Ram with Lakshman and Sita crossing river, Guhak Chandal help crossing the river. Ramchandra making great friendship with Guhak Chandal. In the meantime, Bharat reached. Bharat crying, somehow give consolation was given by Ram. Please don't cry. How I can live? I can die in front of you. No, you have to carry out my order. Then give your chappal, I mean wooden chappal karam. Bharat taking on head. From that day onward, Lakshman Lal only hearing, only watching the trouble of Ramchandra. Cannot speak anything. Sometimes fasting, sadhana, in forest traveling. Also Ramchandra hat eben so viele Schwierigkeiten gehabt im Wald, aber Lakshman, der kann nichts dagegen sagen, weil eben der jüngere Bruder ist. So, und er wünscht sich, dass immer ältere Tag wird kommen, wo der Tag wird kommen, wo eben der ältere Bruder bin, und dann kann ich was sagen. Und er muss auf mich gehorchen, weil jetzt als jüngerer Bruder kann ich nichts sagen. 14 Jahre hat Lakshman nichts zu sich genommen. So, Lakshman hat niemals die Früchte gegessen, er hat die immer deposiert, was ihm der Ram gegeben hat. Und im Krishna Lila, als der ältere Bruder kam, Balaram, so der was ihm jetzt sagen kann, mach nicht das, mach nicht das. So in Bhagavatam gibt es schöne Verse. So dass Krishna die Füße massiert von Balaram. Also dort findet man vor in dem Vers, dass Krishna die Füße massiert von Balaram. Aber es ist wirklich der Dienst von Balaram, weil eben Krishna so in der Art handeln will. Es ist eben wichtig zu verstehen, weil Krishna eben durch das große Zufriedenheit erfährt. Und deswegen erlaubt es da Balaram. In Nityananda and Gauranga Lila you can find everywhere. All Chaitanya, Bhagavad Chaitanya, you can go. Analytically if you watch, you can say how different way Nityananda always serving Gauranga. So auf alle möglichen Art und Weise dient Nityananda Mahaprabhu Gauranga. Anytime out of love, Gauranga Mahaprabhu fall down, so big body, Nityananda catch. Und der große Körper, was immer zum Boden gefallen ist, den hat er Nityananda immer aufgefangen. Hat immer gedient. Nur wenn Nityananda Prabhu die höchste, Chaitanya Mahaprabhu all die Symptome von Radharani aufzeigt, nachher geht Nityananda Mahaprabhu. Cannot stay going away. Like one example I can see.
Panchami. Hera Panchami is a special day. Hera Panchami is special day. Also Hera Panchami ist ein spezieller Tag, You know already, Lakshmi Devi coming with full troops. wo Lakshmi mit den ganzen Truppen kommt, um jetzt Punishment zum Jagannath zu geben. Warum gehst du jetzt für lange Zeit weg mit meinem Prabhu? Also diejenigen, die Diener von Jagannath, die weinen, oh Mataji, Mataji, na, und sie sagt, und sie peitschen sie dann, und sie sagen, okay, morgen kann man wieder zurückgeben zu dir. Und nachdem ist Lakshmi mit großem Ärger wieder zurückgegangen. Wenn du morgen mein Prabhu nicht zurückkommt, nachher gebe ich ihnen wieder Trachtprügel. In the meantime, for Hera Panchami Lila is very nice. Usually it happens night time. So Hera Panchami Lila ist normalerweise in der Nacht um 1, 2 Uhr. Um die Zeit kommt Lakshmi Devi aus, um ihn zurückzuholen auf dem Streitwagen. Und Raja Bharudra, der organisiert ganz schöne Plätze, wo sie Chaitanya Mahaprabhu das anschauen kann, das Spektakel in Puri, das Hera Panchami Fest. And Lila actually going to happen. It's enough time now. Now discussion going on between Swarup Gosai Also jetzt ist eine Diskussion zwischen Swarup Pandit und Śrī Viśvarūpa-mahotsava, weil er hat Vaikuntha-Tattva, Swarup Damodar, Vrindavan-Tattva. Now Gauranga Mahaprabhu in between speaking, Sivas, actually you are expressing Vaikuntha-Tattva, but Swarup is Suddha Brajavasi. You cannot stand in front of them. Also Swarup, er ist super, So many discussions, one by one. Very nice Tattva. also Brajavasi. They are discussing. They are discussing one by one. She was speaking, my Lakshmi Devi is the, owner of all property. Your Lakshmi Devi, you know the property of Vrindavan? In one portion, one corner, in one corner of Vrindavan, all your Vaikuntha property cannot stand. Śrī Viśvarūpa-mahotsava sagt, oh my Lakshmi Devi, sie hat so viel Reichtum in Vaikuntha, aber Swarup Damodar sagt, dass dann nur in einem ganzen kleinen Teil vom Zehennägel, ein Bruchteil vom Bruchteil, da ist der größte Anteil ist da in Vrindavan vorhanden. Und da steigt jetzt die Diskussionen immer höher und höher zum Thema von Radharani. Nachher wird die Situation ernsthaft und so lange hat Nityananda-Prabhu gewartet. Only Nityananda, big body, same body. And Gauranga, same. But now when expressing the mood of Radharani, Nityananda just long distance. Aber eben sobald jetzt die Stimmung von der Rani gekommen ist, dann ist er gegangen, der Nityananda ganz still und leise. So das ist ansonsten Rasa Basa. Especially in Krishna Lila, Balaji Maharaj serving, and especially in this, sind so viele Lilas, in Gaura Lila, Krishna Lila, überall dient Balaram und Nityananda-Prabhu. Visvarupa means Anantadev. So we are discussing all about Anantadev. Because Visvarupa is Anantadev, no problem. So today is an important day actually. So heute ist der wichtige Tag, Pandharpur in Maharashtra, wo Vishwarup seinen Körper verlassen hat.
In wirklich ist er eingegangen mit Nityananda. So, jetzt ist eben sein Lila zu Ende, dann ist er eingegangen in Nityananda Prabhu. Man kann nicht sagen, dass er gestorben ist, das kann man nicht sagen, bei den Dingen, bei der Persönlichkeit. Das ist immer abwehrbar von Tirubha. Ananta Amsa, das ist das Teilchen vom Teilchen, ist auch Ananta. I say, but I must clarify this point. Amsa of Nityananda-Tattva is also infinity, Ananta. Already. So now this is today actually our Visvarupa Prabhu. So, das ist eben heute das Vishwarupa, der was so eine ausgezeichnete Rolle spielt im Gaura-Lila. Heute geht er eben in das Nitya-Lila ein. Und jetzt möchte er aufhören und spricht dann nächstes Mal wieder weiter.